Okay, if we look at the board here. Wenn wir uns jetzt hier die Tafel anschauen, So, in the reform line of Moses, we have these. So we just take this as the reform line from the time of the end to the closed door, right? also wenn wir jetzt die Reformlinie von Mose uns jetzt hier drüber denken würden, von der Zeit des Endes bis zur geschlossenen Tür hier, Right, we have these two pharaohs marking two Sunday laws. da haben wir diese zwei Pharaonen, markieren diese zwei Sonntagsgesetze. And what separates them is this little time of peace. Und was diese beiden Pharaonen voneinander trennt, ist diese kleine Zeit des Friedens hier. And our God is the pattern man, right? He's constantly showing us these repeating patterns. Und unser Gott ist dieser Mann der Muster, er zeigt uns immer wieder diese sich wiederholenden Muster. Okay, so down at the bottom here, you have from the Sunday law to the, and I've put the close of probation right here. Also hier unten haben wir jetzt in der Darstellung hier vom Sonntagsgesetz bis zum Ende der Gnadenzeit markiert. Right. And then from the close of probation, you have the 7 last plagues that's prefigured by the 1260. Und vom Ende der Gnadenzeit, also für alle Menschen ist das hier, hat man dann die buchstäblichen 7 letzten Plagen, die hier durch eine 1260 vorausgestattet werden. Okay, and Oder I durch die 1260 have to vorausgestattet. think much about these patterns, right? Und ich muss viel über diese ganzen Muster immer nachdenken. Because when you come to, for instance, right, this whole thing is a time of trouble, right? Beispielsweise diese gesamte Zeit hier von Anfang bis ganz zum Ende ist eine Zeit der Trübsal. Sister White says this time of trouble is not the time of trouble with the 7 last plagues are poured out, but a short period before they're poured out. Und Right? Ellen White sagt ja, diese Zeit der Trübsal ist nicht die Zeit, wo die 7 letzten Plagen ausgegossen werden, sondern eine kleine Zeit davor. And that's this short period here, from the Sunday law to the little time of peace, the next Sunday law to the close of human probation. Das Right? ist dann diese Zeit hier vom Sonntagsgesetz bis zu der kleinen Zeit des Friedens hier und dann, wo das nächste Sonntagsgesetz anfängt, bis zum Ende der Gnadenzeit für die gesamten Menschen. Right. Okay, so I just want you to see some points. So we know that right here, right, is the close of probation. Wir wissen ja, dass hier auch das Ende der Gnadenzeit dargelegt ist. Right? Richtig? Yes. So when you parallel it, when you come down to if you just take the Sunday law crisis and you spread it out here, right, you have the same pattern, right? Wir wissen, dass wenn wir jetzt diese erste Sonntagsgesetzkrise nehmen und hier ausspannen, haben wir dasselbe Muster wieder dargelegt. Both these Sunday law crises are just a pattern for this, right? Also diese beiden Sonntagsgesetzkrisen hier sind einfach nur ein Muster für das hier. So these are both a time of trouble, right? Und diese beiden Sonntagsgesetze sind ja auch eine Zeit der Trübsal. So you can see the whole time of trouble is a 1260, right? Deswegen, wir können einmal sehen, die gesamte Zeit der Trübsal mit beiden Sonntagsgesetzen ist eine 1260. Right? And the 2 times of trouble that's under it are both also represented by the 1260. Aber die Right? beiden Zeiten der Trübsal, die unter der gesamten Zeit der Trübsal sind auch dargestellt durch eine 1260 jeweils. Okay, so we're just going to take one of those times of trouble, or it doesn't matter which one, and laying it here. So Deswegen, wir nehmen jetzt eine dieser kleinen Zeit der Trübsale und legen sie jetzt hier aus. So just like this pattern up here, this whole thing here is a time of trouble, right? Deswegen ganz genau so wie oben das gesamte eine Zeit der Trübsal ist auch dann in dem kleineren Fraktal das gesamte eine Zeit der Trübsal. Right. I know we've gone over these, but I'm just getting the pattern in your mind, right? Ich weiß, dass wir bereits über diese Punkte gegangen sind, aber ich möchte diese Muster nochmal in euren Verstand bringen. Okay, so now in this one, right, we have the cross right here, right? Also in dieser Darstellung haben wir das Kreuz genau hier. Richtig? Right? It's marking the close of probation, right? Und es markiert hier das Ende der Gnadenzeit. So when you come to this side here you have the close of probation bringing you down, parallel in the close of probation at the end of the world, right? Also wenn wir uns jetzt hier diese Darstellung anschauen, haben wir auf dieser Seite jetzt das
Ende der Gnadenzeit und es ist eine Parallele zum Ende der Gnadenzeit hier für die gesamte Welt. Right? Richtig? Because this close of probation is just also a parallel to this close of probation, right? Dieses Ende der Gnadenzeit ist ja nichts anderes als eine Parallele zu diesem Ende der Gnadenzeit, was dieses Ende der Gnadenzeit ist. Right, so when we take this whole thing, put it here, you have the close of probation, right? Also wenn wir das Gesamte nehmen und dann in dieser Darstellung ist es ja das, hat man hier das Ende der Gnadenzeit. Right? Okay. But the Lord wants to teach us something here about the midnight cry, Aber right? der Herr möchte uns hier etwas über den Mitternachtsruf lehren, Which is also the close of probation, right? was auch das Ende der Gnadenzeit ist. Right? Because when you come to this pattern here, right, it shows us that there's a little time of peace before you get to the end, right? Also wenn wir uns dieses Muster hier anschauen, sehen wir, dass es eine kleine Zeit des Friedens gibt vor dem Ende dieser 1260 hier. Right? And that is symbolized by this 25 years that's cut short, right? Das ist dargestellt durch diese 25 Jahre, die hier abgekürzt sind. Okay? So if we are going to go to the if we're going to go to the, for instance, right, you have this 1260 here, right? Beispielsweise haben wir jetzt hier diese gesamte 1260 hier, richtig? This from here to here is 25 cut short, Und right? wenn wir die gesamte 1260 betrachten, dann hätten wir vom Mitternachtsruf bis zur finalen Untersuchung eine 25, die abgekürzt ist. Right? So, little time of peace is this time, right? Kleine Zeit des Friedens ist ja diese Zeit Which hier. is this time, right? Und das ist in dieser Darstellung diese kleine Zeit des Friedens. So, if we go here from this Sunday allotted here as a parallel, it's paralleling this, which is this, right? Also wenn wir jetzt hier dieses Sonntagsgesetz anschauen, sehen wir, es ist ja eine Parallele hier zu dieser Zeit und es ist eine 25, deswegen können wir das hier hinsetzen. Right? And this one here, this one, right? Und das hier ist eine Parallele hierzu. So when you have the close of probation here, what do you now have in the pattern? Also wenn du hier das Ende der Gnadenzeit hast, was hast du dann jetzt hier in diesem Muster? You have a little time of peace before the final review and a little time of peace after the final review, right? Eine kleine Zeit des Friedens vor der finalen Untersuchung, nämlich hier. Und eine kleine Zeit des Friedens nach der finalen Untersuchung, nämlich hier. Right? Richtig? And this, for instance, this pattern here is governed by Revelation 12, right? Und dieses Muster dann hier unten ist auch dargestellt durch Offenbarung Kapitel 12. Okay, there's many things that I think that this is going to teach us, but I'm still trying to grapple with the thoughts myself, right? Also da sind, denke ich mal, viele Dinge noch enthalten, die Gott uns damit lehren möchte, aber ich kämpfe damit immer noch selbst. Okay, and the point I'm trying to make is, right, when the close of probation comes, the 7 last plagues begin to pour out, right? Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass wenn das Ende der Gnadenzeit kommt, dann werden ja die 7 letzten Plagen ausgegossen. Right? Richtig? And when the 7 last plagues pour out, what happens? Und wenn die 7 letzten Plagen ausgegossen werden, was passiert dann? What are God's people doing at this time, right here? Was wird Gottes Volk hier zu diesem Zeitpunkt tun? They're to flee, right? Ja, sie müssen hier in die Berge fliehen. They know this marks the point they've got to flee because the 7 last plagues are about to fall, right? Sie verstehen, dass dieser Punkt es ist, wo sie jetzt fliehen müssen, denn hier fangen die 7 letzten Plagen an zu fallen. What are we to do at the midnight cry? At midnight, sorry? Was sollen wir hier zur Mitternacht tun? We're to flee, right? Wir Into sollen the refuge city, right? ebenso hier in die Zufluchtsstadt fliehen. So, 7 last plagues begin to fall, and you are to flee, or you have to flee. 7 last plagues begin to fall, right? Also 7 letzten Plagen fangen an zu fallen, aber du sollst jetzt hier fliehen. Right, and typified by Und das ist dann vorausgeschattet durch den 11. September. right, with all those cities
large cities begin to get smashed to pieces, right? Wo all die großen Städte letztendlich dann in Stücke zerschlagen werden. So up until this point, you're in those cities giving a warning, right? Also bis zu diesem Punkt bist du in den Städten noch und gibst dort eine Warnung. Right? You have to flee out of those cities because as plagues start falling, Du gibst right? die Warnung, flieht aus den Städten, denn hier fangen jetzt die Plagen an zu fallen. So when those plagues begin to fall, what do they do? Und wenn diese Plagen anfangen zu fallen, was tun sie dann? The rage, the wicked. Yeah, the wicked get mad, right? Also Ellen White sagt, die Gottlosen, die fangen an, dann wütend zu werden. So what do? Und was machen sie dann? They make a death decree, right? Sie erlassen dann ein Todesdekret. So after the plagues, oh, I've wrote it there, right? So, so after the plagues begin to fall, they decide they're going to make a death decree, right? Also nachdem die Plagen angefangen haben zu fallen, entscheiden sie sich jetzt ein Todesdekret zu machen. Which parallels with this right here, the death decree, Das ist eine right? Parallele ist hier mit dem Mitternachtsruf, wo das Todesdekret gegen dich kommen wird. Right? Richtig? So this is a complex. It's simple, but it's very complex, right? Also an sich ist es einerseits sehr einfach, aber dann auch wieder sehr kompliziert. So the Lord wants us to, first of all, understand the repeating patterns, and then He'll be able to unlock the Bible to us, right? Also der Herr möchte uns erstmal diese sich wiederholenden Muster verstehen lassen und dann kann er uns die Bibel auch aufschließen. Because when you come to this line, and So. Wenn wir zu dieser Linie hier kommen, this one here is typifying the 7 last plagues, dann right? schattet ja hier diese Zeit auch die 7 letzten Plagen voraus. Right? But you can see that when you're here, that they overlap, right? Aber wir sehen hier in der unteren Darstellung, dass die 7 letzten Plagen hier anfangen und dann überlappen sind. Now, I'm not claiming to fully understand this, but you know, I'm just giving you these thoughts, right? Also ich gebe jetzt nicht vor, das völlig schon verstanden zu haben, aber ich möchte euch einfach diese Gedanken mitteilen. Okay. Now, anyway, let's go to Revelation chapter 6. Gehen wir zur Offenbarung Kapitel 6. We started looking at the seals. Wir haben angefangen, uns die Siegel anzuschauen. And okay, specifically the first 4 seals, what do we see? Besonders jetzt hier unter den ersten 4 Siegeln, was können wir dort sehen? Yeah, for the leading you to the dialogue. Yeah, don't forget that. I'm just the first 4. What is this first 4 seals teaching us? Also was lehren uns die ersten 4 Siegel? Yeah, in connection to the churches. Yes, okay. Maybe my question is just far too big, right? So the point I want to make here is you have four beasts, right? That's announcing these 4 seals, right? Also, der Punkt, den ich machen möchte, ist, wir haben diese 4 Tiere, die letztendlich mit diesen 4 Siegeln in Verbindung stehen. And who are these 4 beasts? Und wer sind diese 4 Tiere? For cherubims. Yeah, the 4 cherubims, right? Sie sind 4 Cherubim. And what have we been learning about the 4 cherubims? Und was haben wir über die 4 Cherubim gelernt? They do what, sorry? They replace the Yes, they They restrain the winds. yeah, they hold the 4 winds, right? Sie halten die 4 Winde. Okay, so now the point why I make this is because you have chapter 6 and then you go to chapter 7, verse 1. Und den ich machen möchte, ist, wir haben nämlich erstmal hier Kapitel 6, wo wir die 4 Tiere sehen. Und dann haben wir Kapitel 7, Vers 1. It says, and after these things I saw 4 angels, right?
steht, und nach diesen Dingen sah ich 4 Engel. Which 4 angels did he see? Welche 4 Engel hat er gesehen? Same 4 beasts that are speaking here in chapter 6, right? Diese selben 4 Tiere, die er auch in Kapitel 6 gesehen hat. Because it's now at the end of the what's the point I'm making? It's now at the end of the 5th seal, the beginning of the 6th seal, right? Das ist jetzt das Ende des 5. Siegels und der Anfang des 6. Siegels, wo wir uns hier befinden. Okay, so those 4 angels now are told to hold those 4 winds, right? Und diesen 4 Engeln wird jetzt aufgetragen, diese 4 Winde zu halten. But when you come to chapter 6, what are they doing throughout this period here of these first 4 seals? Aber wenn wir jetzt zu Kapitel 6 kommen, was machen sie hier in dieser Zeitperiode der ersten 4 Siegel? They're holding them, right? Sie halten sie. Because this time period here, these first 4 seals, is the time of trouble, right? Denn diese Zeit der ersten 4 Siegel ist ja die Zeit der Trübsal. Not the 7 last plagues, but the 1260, right? Damit meine ich jetzt nicht die 7 letzten Plagen, sondern diese 1260, das Sonntagsgesetz. Okay, yesterday Lawrence was reminding us about this point that the statue is a parallel to the 1260, right? Gestern haben wir uns ja angeschaut, wie die Statue eine Parallele ist zu der 1260. How is it a parallel? Und wie ist es eine Parallele? What this statue right there, right? What does it consist of? Dieses Standbild hier, woraus besteht das? Metal. I was asking for that one, right? What is it representing, Margaret? I know it's metals, right? Also was stellt es dar? Think of what I'm trying to convey here, and then think of this statue. What Mantelpiece. The 4 winds. 4 seals. Also was stellt es da jetzt im Okay, Zusammenhang mit dem, was wir jetzt hier gerade angesprochen it's haben? got a relation to the 4 seals. Why? Es hat eine Bezugnahme auf die 4 Siegel und warum? Okay, maybe my question is just too difficult. Wait a minute. Go to Daniel 8. Gehen wir zu Daniel 8. Vielleicht sind meine Fragen einfach zu schwierig gestellt. Verse 13. Daniel 8, Vers 13. It says, Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, How long shall the vision concerning the daily and the transgression of desolation to give both the sanctuary and the host to be trodden under foot? What do we see? Was sehen wir hier? Right, Heidentum und Papsttum. the daily and the transgression of desolation, right? Das tägliche und die Übertretung der Verwüstung. Okay, just do this, right? So let's just take the time of trouble here, right? We have the daily Lass uns jetzt hier diese Zeit der Trübsal anschauen. Wir haben das tägliche hier and the transgression of desolation, which is the papacy, right? und die Übertretung der Verwüstung, und das ist das Papsttum. Okay, and it's made up. The daily and the transgression of desolation is made up by that statute, right? Und das tägliche und die Übertretung der Verwüstung ist ja hier in der Statue dargestellt, richtig? Paganism followed by papalism, right? Heidentum gefolgt vom Papsttum. And the point is that the whole scenario there is geared about the 4th kingdom. Then I will know the truth about the 4th kingdom, right? Deswegen das gesamte Szenario ist ja hier, oder es dreht sich hauptsächlich um dieses 4. Königreich, denn da wollte ja Daniel immer ganz besondere Informationen drüber haben. What's the difference between the 4th kingdom and all the other kingdoms? Und was ist der Unterschied zwischen dem 4. Königreich und all den Königreichen davor? It's far different. I know it's different, but why is Far different. Ja, no, I know it says that, but I'm saying why is it different? Also warum ist es unterschiedlich? That's church and state. Because it's a combination of church and state, Weil right? es eine Verbindung von Kirche und Staat ist. Okay, so you have marked by these 2 horns, right? Because it's 2 kingdoms into 1, right? Das ist dargestellt durch diese Hörner, das sind 2 Königreiche, die als eins zusammengehen. So, in Daniel 8:13 is the problem
But Daniel 8:14 is the solution. Also Daniel 8, Vers 13 ist das Problem, aber Daniel 8, Vers 14 ist die Lösung für das Problem. Okay, why is Daniel 8:14 the solution? Und warum ist Daniel 8, Vers 14 die Lösung zu dem Problem hier? Shows how long it Temple will take, cleansing. or Yeah, but- what will happen during that time. No. Why is it a solution? Warum ist das eine Lösung? Because Christ is going to cleanse you of these two things. Right, that's the point. He's marking the parallel work that Christ is doing at the same time the work Satan's doing, right? Also, weil Vers 14 zeigt dir, dass wie Christus dich von diesen beiden Sachen reinigen wird, vom täglichen und von der Übertretung der Verwüstung. Also das Werk, was Christus parallel tut zu dem Werk, was Satan in dir tun möchte. So, right there is the counter work of Satan's work, right? Also genau hier in Vers 14 ist dann sozusagen das Gegenwerk zu dem Werk, das Satan tun wird. And there's something in this that's so deep, I don't think we really begin to grasp it. What if I was to draw that counter work on here, what would I draw? Also wenn ich jetzt hier dieses Gegenwerk Christi zu dem Werk hier Satans aufzeichnen würde, was würde ich hier hinzeichnen? Daily and the healing. Okay, the daily and the yearly, right? Ich würde hier den wahren täglichen Dienst hinzeichnen und den jährlichen Dienst, also den Versöhnungstag. Right. So, I have a question. Why is the yearly a parallel to the transgression of desolation? Und warum ist der jährliche Dienst, also der Versöhnungstag, eine Parallele hier zu der Übertretung der Verwüstung? Because it's where Christ does the work of bringing us. No, I'm not asking about Christ. I'm saying why is this a parallel to this? Also warum ist das eine Parallele hierzu? Because here the Pope claims to have Okay. daily no. removed. Right. So, the Pope, what's he going to do? Also der Papst, was wird er hier machen? Claim to be Christ. He's going to claim to be Christ. He's going to impersonate the work of Christ, right? Er wird vorgeben, Christus zu sein, und er wird das Werk Christi vorgeben zu tun. And he's going to impersonate the what? Und er wird was verkörpern oder personifizieren. What's he going to impersonate? Was wird er personifizieren? The second coming, right? Das zweite Kommen. Okay. So, okay. So, and I don't know if this quote is too big, but Ein Punkt, den ich auch noch gesagt habe, ist letztendlich, der Papst gibt vor, hier das tägliche wegzuhaben, also dass seine Sünden ausgetilgt sind. Und das ist ja, was im jährlichen Dienst passiert. Let me just get this. Okay, yeah, it's. I'll just post it and then. Ich werde jetzt hier ein Zitat posten. Where's the? Okay, found it. I don't know if I can put that into the. You can translate it. Good. Did I do it all? Okay, praise God. Okay, let's go to this quote. Lass uns das Zitat anschauen. Now, just before we begin to read this quote, right, Und bevor wir das Zitat anfangen zu lesen, let's go to Matthew 24, gehen wir dann zunächst einmal zu Matthäus 24, verse 15.
Matthäus 24, Vers 15. It says, "When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand." Right? So, what's this speaking about? Worüber spricht das hier? Okay, it's speaking about the transgression of desolation right here, Es right? spricht über diese Übertretung der Verwüstung. Which is the papacy from 538 to 1798, Und right? das ist ja das Papsttum von 538 bis 1798. Right, because in this verse 21, Hier in Vers 21 sagt uns, when, for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be, right? richtig? Right? So we know that this, and if we want to take this verse and apply it, it's marking the Sunday law from 538 to Also 1798. wenn wir jetzt right? diese Verse nehmen wollen, dann wissen wir, das markiert jetzt hier das Sonntagsgesetz, und zwar von 538 bis 1798. So what you have is at the beginning of the Sunday law, you have the abomination of desolation coming together, right? Deswegen, was wir haben, ist am Anfang des Sonntagsgesetzes kommt diese Gräuel der Verwüstung zusammen. Okay, which is also here, right? Was ja auch dann hier bei dem Sonntagsgesetz der Fall sein wird. Right. But this is being when you take the statue and place it on here, right? You have Babylon, Und wenn wir jetzt die Statue nehmen würden und die Medo-Persia, jetzt hier auf die Linie setzen, haben wir Babylon, Medo-Persien, Griechenland. Greece, and then you come to Rome, right? Und dann kommen wir letztendlich zu Rom. Right. This is this fourth kingdom. So if we take that down here, it's here, right? Das ist das vierte Reich, und wenn wir das ja hier nehmen und dann auf diese Linie setzen, ist das ja hier, Mitternachtsruf bis zur finalen Untersuchung. So this, which is here, is a parallel to this, right? Also das, was hier ist ja dann eine Parallele hier zu dem kompletten Sonntagsgesetz hier. Right? Richtig. Just repeating, Das ist right? einfach wiederholende Muster. And it says, it's for then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world till this time, right? Und mal Vers 21. Right. Now, when you take the line of Pharaoh, right? The line of Moses. So Wenn wir uns die Reformlinie von Mose anschauen, come to this point, you have Pharaoh, right? kommen wir zu dem Punkt, und da haben wir den zweiten Pharao. You have 3 plagues, followed by Und da fallen ja auch die 10 Plagen, da haben wir die ersten 3, gefolgt von den letzten 7. So we take that and bring it down here. You got 3 plagues and you got 7, right? Und wenn wir das hier nehmen und das hier dann hinabzeichnen, haben wir dann auch hier 3 Plagen, gefolgt von 7 Plagen. Okay. So this time period from the midnight cry forward is typifying this death decree that comes here and where these 7 plagues are pouring out, right? Also diese Zeit hier vom Mitternachtsruf vorwärts schattet diese Zeit hier voraus, wo das Todesdekret unter den 7 letzten Plagen kommen wird. Und dann die Zeit vorwärts. Right. Okay. So it's marking when you understand that the abomination of desolation reveal the abomination of desolation, right? Das markierte also den Groll der Verwüstung hier und den Groll der Verwüstung hier, dass er aufgerichtet wird. Right. And the abomination of desolation is the 1260, which is also here. Und der Groll der Verwüstung ist ja einfach die 1260, was dann auch in einem kleineren Fraktal dann hier ist, was das hier ist. So this would just be a parallel to this, right? Und das ist einfach eine Parallele hierzu. Right? Okay. So go to Luke 21. Gehen wir jetzt zu Lukas 21. So Luke 21 is just a parallel to Matthew 24, right? Und Lukas 21 ist einfach eine Parallele zu Matthäus 24. And if you go to verse 25, Und wenn wir dann zu Lukas 21, Vers 25 gehen,
verse 25 is the second time of trouble marked in Matthew, Mark and Luke, right? Und Vers 25 ist die zweite Zeit der Trübsal, die in Matthäus, Markus und Lukas markiert ist. Okay. It says, there shall be signs in the sun and the moon and in the stars, and upon the earth distress of nations. Right? With perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of the heaven shall be shaken. Right? Vers 26. So, what's taking place here? Was findet hier im Mitternachtsruf statt? Right, and it's marking this 7 last plagues, right? Es markiert hier die Erschütterung des Himmels und der Erde und das ist ja eine Darstellung der 7 letzten Plagen. Right? And verse 28, Dann noch Vers 28. and when these things begin to come to pass, then what are you to do? Look up. You're to look up, right? Also wenn diese Dinge anfangen zu geschehen, dann sollen wir aufblicken. And lift up your heads, for your redemption draweth nigh, right? Und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung die naht. Okay, so let's parallel this now, right? Because we talked about the 4 seals, right? Lass uns das jetzt parallel setzen, denn wir haben ja angefangen mit den Gedanken der 4 Siegel. Wir haben das parallel gesetzt. So the 4th seal is this time period right here, right? Und das 4. Siegel ist ja hier, diese Zeit hier. Right. Richtig? The 5th seal, you have a time of peace. In dem 5. Siegel haben wir eine Zeit des Friedens. And then when you come to the 6th seal, just go back to Revelation, chapter 6. Und wenn wir dann zum 6. Siegel kommen, gehen wir zurück zur Offenbarung Kapitel 6. And verse 12. Offenbarung 6, Vers 12. It says, and when he had opened the 6th seal, and lo, there was a great earthquake. Right? So, what happened at the cross? Also was passiert hier im Kreuz? There was a great earthquake, Da gab right? es ein großes Erdbeben. And the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs when she's shaken of a mighty wind. Bis Vers 13 haben wir gelesen. Showing the same truth. So the abomination of desolation, paralleling the shaking of the heavens and the earth, which is the time of trouble, right? Also der Groll der Verwüstung markiert hier das Erschütterung des Himmels und Erde, was auch eine Zeit der Trübsal ist. Okay. So the time of trouble that comes, Sister White says, it's not that time of trouble with the 7 last plagues that poured out, but a short period before, right? Und Elmwald sagt ja, das ist eine Zeit der Trübsal, wo noch nicht die 7 letzten Plagen ausgegossen werden, sondern eine kurze Zeit davor. She's trying to teach us that the shaking of the earth, right, is where the winds are held, but the shaking of the heavens and the earth is where the winds are loosed. Also sie Right. möchte uns letztendlich lehren, dass die Erschütterung der Erde den Zeitpunkt markiert, wo die Winde gehalten werden, aber die Erschütterung des Himmels und der Erde den Punkt markiert, wo die Winde gelöst werden. Right? Showing us these repeating things, right? Sie möchte uns damit diese sich wiederholenden Dinge oder Muster zeigen. Okay, so doesn't matter, right? So you see that when you get to this point here, you're to look up, right? Sehen also folglich gemäß Lukas 21, dass wenn wir zu dem Punkt hier kommen, oder dieser Wegmarke, was sollen wir aufblicken? Why to look up? Warum sollst du aufblicken? For your redemption draweth nigh. It's the sign that Christ says, this is how you know when I'm on my way to save you, right? Nämlich deine Erlösung naht, das ist das Zeichen, dass du dann erkennen sollst, dass er auf dem Weg sich gemacht hat, dich zu retten. And what marks this point? Und was markiert diesen Punkt hier? The death decree, right? Das Todesdekret. So you know that when they make this death decree right here, you know that that's the point where you're to look up. Christ is on his way to save you, right? Deswegen, wir wissen, dass wenn sie dieses Todesdekret machen, dann kannst du wissen, dass Christus jetzt sich auf den Weg gemacht hat, dich zu retten. Richtig? Right? So, It's also Esau coming with his 400 men, right? He started to come. yes. Okay, So Esau mit seinen 400 Männern, der sich dann aufgemacht hat zu kommen. so go to this quote that we
put in there. Gehen wir jetzt zu dem Zitat hier, das wir gepostet haben. So this is speaking about the investigative judgment, Das right? spricht jetzt hier über das Untersuchungsgericht. Right. So when we come to this, so the investigative judgment is the yearly, right? Wenn wir zu diesem Gedanken kommen, dann ist ja das Untersuchungsgericht dieser jährliche Dienst. So if you just take this whole scenario there, right, and we're going to bring it down here, right? Wenn wir jetzt das komplette Szenario, was hier dargestellt ist, nehmen und jetzt hier runterbringen, I'm trying to get this out. So the daily here, right? This daily, this one. What's its purpose from here to here? also dieses tägliche hier, also das, you mean the good one? Yes, this daily. Also das gute tägliche, was ist der Sinn und Zweck dahinter von hier bis hier? What's its purpose? Prepare for the year. Ich würde Okay, den jährlichen but Dienst specifically, vorbereiten. what's its purpose? Aber ganz besonders, was ist der Sinn und It's Zweck right what dahinter? you're saying, but I just want what is it? What Cleanse you, blood out the sin. you're confessing your sin daily. It's covering your sin by the grace of Christ, right? Also du bekennst täglich deine Sünden, es ist letztendlich, dass deine Sünden durch die Gnade Christi überdeckt werden. Christ is in the sanctuary, right? Daniel, wake up. Christus ist hier im Heiligtum. In dieser Right. Zeit. So, as long as he's in the sanctuary, right, and he has not left that sanctuary, there's hope for you, right? Solange Christus im Heiligtum ist und er das Heiligtum noch nicht verlassen hat, gibt es noch Hoffnung für dich. And we know that there's different groups of people here, but that's not the point. The symbol in itself is showing that there's still mercy and grace as long as Christ is in that sanctuary, right? Also wir wissen, dass es natürlich hier verschiedene Gruppen gibt, aber das ist jetzt nicht der Punkt, den ich machen möchte, sondern solange Christus im Heiligtum ist, kann da noch Gnade und Barmherzigkeit geben. But this one, it's teaching us the work that Satan is doing, right? Aber dieses tägliche hier, das lehrt uns ja das Werk, das Satan tut. Okay, so the daily is open rebellion, right? Das tägliche stellt offene Rebellion dar. Because if we bring that down here, we can do this, right? We have this daily, right? So you've got the daily, and then you've got here the transgression of desolation, Also wenn wir right? das jetzt hier auf diese Darstellung runterbringen, haben wir hier das tägliche und dann hier über die Übertretung der Verwüstung. And it's a parallel to the daily and because I'll put the other daily above it. What begins right here? Das ist eine Parallele zu dem richtigen täglichen hier. Und was fängt hier an? Die Investigative Judgment. The investigative judgment of the living, which is the yearly, right? Untersuchungsgericht an den Lebenden und das ist das jährliche, also dieser jährliche Dienst, der Versöhnungstag. Okay, so is this daily is open rebellion, right? Dieses tägliche hier, das satanische tägliche, ist offene Rebellion. Right, and Lawrence made this point here that in communion service, what's the only thing that prevents you from partaking of the communion service? Und was ist das Einzige, was dich davon abhält, diese Abendmahl mit teilzunehmen? Both. The foot washing is part of the communion service. Also die Fußwaschung oder dieses Abendmahl, das ist letztendlich eins und dasselbe. Because right here, you're not only you're partaking of the flesh and blood of Christ, right? That's what you're doing, Du nimmst jetzt Anteil hier am Fleisch und Blut Christi, das ist, was du hier tust. right? And it's to prepare you for this, right? The cross. Und das soll dich vorbereiten hier für das Kreuz. So what prevents you from partaking of it? Also was schließt dich aus, daran teilzunehmen? Open rebellion, Offene right? Rebellion, The daily, das right? tägliche. So the purpose of this daily, right, is to get you to this point that it's been removed, right? Also der Sinn und Zweck dieses täglichen ist, dich hier zu diesem Punkt zu bringen, damit dieses falsche tägliche dann hier vollständig beseitigt ist. So anybody that's committing open rebellion right here, the door closes, right? Also jeder, der hier offene Rebellion praktiziert, für den geht die Tür hier dann auch zu. But Also hier in Mitternacht. whilst we're still in this time of probation, there's a period of grace there for those that have secret sins that they're struggling with, right? Aber in unserer Linie gibt es dann hier ja immer noch
Gnadenzeit. Deswegen für diejenigen, die noch irgendwie verborgene Sünden, mit denen sie im Herzen kämpfen, haben, die haben hier noch eine Möglichkeit, das loszuwerden. Okay, last chance, right, to receive the truth, to cleanse you before the yearly service, right? Letzte Möglichkeit, die Wahrheit zu erhalten, um dich noch zu reinigen, bevor der jährliche Dienst anfängt. Because all you're going to do right here is demonstrate who you belong to. If you're belong to the transgression of desolation, or you belong to Christ, right? Also letztendlich alles, was du dann ja ab der Mitternachtsruf tun wirst, du wirst einfach nur demonstrieren, zu wem du gehörst, ob du zur Übertretung der Verwüstung gehörst oder ob du zu Christus gehörst. Because right here it's marking the abomination of desolation is going to reveal himself, right? Denn hier im Mitternachtsruf ist es ja markiert, dass diese Übertretung der Verwüstung sich manifestieren wird. And how does he manifest himself? Und wie wird er sich manifestieren? By wanting to show that you are a murderer from the beginning, right? Indem sie dieses Todesdekret ausführen werden, indem sie zeigen, dass sie von Anfang an ein Mörder sind. Or you're going to demonstrate that you really allowed this daily to take away your sin, and you're going to have on the true white robe of righteousness, right? Oder du wirst dann hier demonstrieren, dass wirklich dieses wahre tägliche seinen Dienst hier gemacht hat und dass du dann wirklich dieses wahre Gewand der Gerechtigkeit trägst. Because what's the Pope wearing? Denn was trägt der Papst hier? False robe of righteousness, right? Er trägt auch diese weißen Roben, diese falschen Roben der Gerechtigkeit. He has this outward display, but inwardly is dead man's bones, right? Er hat diese äußerliche Erscheinung, aber inwendig ist er voller Totengebeine. So all character gets revealed then. It's marking the falling of the stars, right? Also jeglicher Charakter wird hier manifestiert und das markiert hier das Fallen der Sterne. Okay, so now we've got all that in place. Let's go to this quote. Nun, nachdem wir all das jetzt an den Platz gesetzt haben, gehen wir jetzt zu dem Zitat in den Livestream. It says, Jesus is looking from his throne upon his people. His interest is identified with his suffering brethren. With joy, the angel hears the word from Jesus say, "Take away the filthy garments from him and clothe him with a change of raiment." And he said, "Behold, I have caused thine iniquity to pass from thee, and I will clothe thee with a change of raiment." Satan sees that he is about to lose his last chance of subverting these souls. Now, and he brings all the powers of his satanic generalship into intense activity. So what I want us to understand is that the first part that we read there is just taking you to this scenario that the investigative judgment has begun, right? Also das erste Teil, was wir gelesen haben, ist jetzt der Punkt, wo das Untersuchungsgericht angefangen hat an den Lebenden. Now, when the day of the investigative judgment begins, Satan knows that Christ is now about to blot out people's sins, right? Und wenn das Untersuchungsgericht an den Lebenden anfängt, dann weiß Satan ja, dass Christus jetzt im Begriff ist, dabei Sünden von Leuten auszutilgen. And he knows when their sins are blotted out, he has no power over them ever again, Und er right? versteht, dass wenn deren Sünden ausgetilgt sind, dann wird er nie wieder Macht über sie ausüben können. So on the Day of Atonement, what is God's people to do? Und im Versöhnungstag, was sollten Gottes Volk dort tun? They are to afflict their souls, right? Sie sollen dort ihre Seelen peinigen. It's the time of Jacob's trouble, Das right? ist die Zeit von Jakobs Trübsal. Jacob afflicting his soul is the time of Jacob's trouble, right? Jakob, wie er seine Seele gepeinigt hat, das ist die Zeit von Jakobs It's the Trübsal. 7 last plagues. Das sind die 7 letzten Plagen. But it's prefiguring the investigative judgment of the living, right? Aber es ist vorausgeschattet 7 plagues, durch das Untersuchungsgericht an den Lebenden, dargestellt hier durch die 7 letzten Plagen im Typos. Right? Because the true time of Jacob's trouble is during the literal 7 last plagues when everything's done, right? Denn die wahre Zeit von Jakobs Trübsal ist ja in den buchstäblichen 7 letzten Plagen, wo alles bereits entschieden ist. Okay, Satan coming with all his army with the death decree is what, as Lawrence mentioned, Esau coming with his 400 men, right, to kill you. Satan mit all seiner Armee und führt das Todesdekret aus, ist auch das, was Lorenz eben gerade erwähnt hat. Es ist Esau, der mit den 400 Männern kommt, um Jakob zu töten. But it's been
prefigured here by this death decree in the investigative judgment of the living, right? Aber es ist vorausgestattet hier im Untersuchungsgericht, durch das Untersuchungsgericht an den Lebenden. So right here it sets the scene, right? It's taking you to the time period of the investigative judgment of the living, illustrated by Joshua, right? Also jetzt hier im ersten Absatz gibt es uns sozusagen hier den Platz vor, wo das alles jetzt stattfinden wird, nämlich hier in der Zeit des Untersuchungsgerichts an den Lebenden. So it says, Dargestellt auch durch Josua. Satan sees that he's about to lose his last chance of subverting souls. So Satan sees the investigative judgment of the living beginning, right? Also Satan sieht hier, dass er dabei ist, seine letzte Möglichkeit zu verlieren, diese Seelen unter seine Macht zu bringen. Er sieht also hier das Untersuchungsgericht, wie es anfängt. And this is one of the lies that our brother was promulgating, that Satan, neither God's people or anybody knows when the close of probation comes, right? Das ist ja auch eine dieser Lügen, die ein Bruder hier verbreitet hat, dass Satan nicht wissen würde und auch Gottes Volk nicht wissen würde, wann das Ende der Gnadenzeit gekommen ist. Okay. You have to know when that event comes to pass, you will know, right? If you're one of the wise, right? Wenn dieses Ereignis stattfinden wird, dann wirst du wissen, wann das gekommen ist, wenn du unter den Weisen bist. Okay. When they make a death decree, when they want to put you to death, you know you've reached the investigative judgment of the living, right? Wenn sie dich ja zu Tode bringen wollen, dann weißt du, dass du jetzt an dem Punkt angekommen bist, wo das Untersuchungsgericht an den Lebenden anfängt. So it says, this last great act in the drama is impersonating Jesus Christ. His disguise is discerned by none but those who are established in the scriptures and acquainted with the word of God. So, Also bis zum Ende vom ersten Absatz gelesen jetzt. so when we get to this, who's going to discern this? Also wenn wir hier hinkommen, wer wird das dann erkennen? Okay, only those that have been cleansed here or finished off here and have the wedding garment. Nur right? diejenigen, die letztendlich in den Schriften etabliert sind und die hier in dieser Zeit gereinigt worden sind und hier das Hochzeitsgewand tragen. So if you have the wedding garment on, who do you represent? Denn wenn du das Hochzeitsgewand trägst, wen repräsentierst du dann? You represent Joshua, the high priest, right? Du repräsentierst Josua, den Hohenpriester. And you're going to demonstrate your character by pleading for those that are putting you to death, right? Und wirst deinen Charakter demonstrieren, indem du für diejenigen Fürbitte tun wirst, die dich hier zu Tode bringen wollen. Right? You're going to show that you have the character of Christ. They're going to show they have the character of Satan. Du wirst demonstrieren, dass du den Charakter Christi hast und sie werden demonstrieren, dass sie den Charakter Satans haben. You can't hide your hidden sins, right? Du kannst deine verborgenen Sünden niemals verbergen. Everything here is going to be revealed. Everything. Alles wird hier offenbart werden. Alles. Even in this time period where we're in the type, everything here will manifest itself. Sogar hier in unserer Zeit, in der wir hier sind, in diesem Typus, jede Sache wird hier manifestiert werden. It says in the Bible we are to hate every false way, In der right? Bibel sagt es, wir sollen jeden falschen Weg hassen. So if you hold on to any false principles, even one, what did Christ say when Satan came? Deswegen, wenn du auch nur ein falsches Konzept hast, an dem du festhältst, was passiert denn? Denn was hat Jesus gesagt? Was war mit ihm, als Satan kam? He found nothing in me, right? Jesus sagt, er findet nichts in mir. Okay, if he finds one false concept that you're holding on to, you're done, right? The door's finished. He's going to have you right there. Also wenn du ein falsches Konzept hier noch hast, von dem du weißt, dann hat er dich und du bist verloren. Okay, it says, this last great act in the drama is impersonating Jesus Christ. His disguise is discerned by none but those who are established in the scriptures and acquainted with the word of God. The saints look on with amazement. Will they also be deceived? Will they worship Satan? Angels of God are about them. A clear, firm, musical voice is heard. What does he say? Look up. Also was sagt er hier? Schaue auf. Why are they to look up? Warum sollen sie aufschauen? Because the heavens and the earth are shaken, right? Weil die Himmel und die Erde jetzt erschüttert worden sind. They've come against you now with this death decree, Sie right? kommen jetzt gegen dich mit diesem Todessekret. And the whole world is going to be in the utmost chaos when they do that. Und die gesamte Welt, sie wird im völligen Chaos sein, wenn sie das tun werden. There was one object before the praying ones, the final and eternal salvation of their souls.
This object was before them constantly. That immortal life was promised to them who endure to the end, right? Oh, how earnest and fervent had been their desires. The judgment and eternity were in view. Their eyes by faith were fixed on the blazing throne, before which the white-robed ones were to stand. This restrained them from the indulgence of sin. They were ripening for heaven. What ripens you? Also was reift dich heran? The latter rain, Der right? Spätregen. So right here, the Sunday law comes, what begins to pour? Genau hier, wenn das Sonntagsgesetz kommt, was fängt an ausgegossen zu werden? The latter rain, right? Der Spätregen. Parallel on this point, right? Das ist eine Parallele dann hier auch zu dem Punkt. They had been cultivating spiritual mindedness and striving soul, might, mind and strength with persevering energy to copy the pattern, that they might be without spot or wrinkle or any such thing and meet their Lord in peace. Their souls went out in all the intense longing for to see Jesus, and by beholding by faith the character and purity of Jesus, they were being transformed into his image. They were being brought into close harmony with Jesus Christ, and they had an indomitable purpose. They would not dishonor God. They would not receive the mark of the beast or his image. They would overcome as servants and sons of God, that they might inherit all things. As a child lost weeps and longs for home, so did the remnant long to see him whom their souls loveth, their deliverer, him in whom their hope of eternal life was centered. Pilgrims and strangers amidst labours, sorrows and conflicts, they turned the eye of faith heavenward, exclaiming, Come, Lord Jesus, and come quickly. Home, the mansions Christ has gone to prepare for them. How they long for their home in glory. How they long to enter within the gates of the city and dwell in the presence of Jesus forever. Their desires have been cherished long, and as Satan and his angels inspired the world, the church and the state against them, their souls with intense longings have cherished the soul-inspiring hope of overcoming and wearing the crown of life. So when all this is going on, where are they? Also wenn all das hier vor sich geht, wo sind sie? Okay, good. They're in the refuge city, Sie right? sind in der Zufluchtsstadt. Right? So right here, you're to flee right here and get into the refuge city, right? Also hier muss er flüchten, um in die Zufluchtsstadt hier zu kommen. You've got to be in that refuge city before they bring that death decree, Du right? musst in der Zufluchtsstadt sein, bevor sie jetzt das Todesdekret gegen dich bringen. So when the 7 last plagues begin, you are to flee, right? Deswegen, wenn die 7 letzten Plagen hier anfangen zu fallen, musst du flüchten. Where are you to flee to? Und wohin sollst du flüchten? To the mountains, right? Zu den Bergen. Okay? And it says it's going to be your refuge. Angels are going to guard you, they're going to feed you, right? Und die Bibel sagt ja, das wird dann deine Zuflucht sein und Engel werden dich umschirmen und sie werden dich ernähren. Okay, so you have to be in the refuge city before the death decree comes, right? Du musst in der Zufluchtsstadt sein, bevor das Todesdekret kommt. Because the destroyer is coming, right? Weil der Zerstörer kommt. The destroyer, he's bringing all his destruction with him, those 7 last plagues. Denn der Zerstörer kommt mit all seiner Zerstörung, mit den 7 letzten Plagen. And he's going to tempt you to come out of that refuge city, Und right? er wird dich versuchen, aus der Zufluchtsstadt rauszukommen. And if you come out that refuge city, you're going to lose your soul, Und right? wenn du aus dieser Zufluchtsstadt rauskommst, dann wirst du deine Seele verlieren. Okay, it says, their character had obtained the heavenly mold that gave them discernment to see the disguises of Satan. Their understanding of scriptures had given them a fixedness of purpose, an indomitable energy which rendered them impossible to be molded or subdued by earth or hell. If they would be discouraged, Satan would have overwhelmed them. Right? So all these discouragements that come upon us, the Lord is trying you. He's proving you right in this time, right? Also all diese Entmutigungen, die über dich kommen, das ist letztendlich, der Herr prüft dich, er möchte dich läutern. It says,
They count all things loss for the excellency of Christ. They could not be bribed or seduced or terrified. They were deaf to the siren's song of pleasure, blind to the dazzling splendors presented before them to confuse, to allure their senses. Worldly distractions, ambitions, honors were presented before them, but only to be rejected. Indifferent to the threats and unmoved by terrors of the infernal powers, they could not be overthrown by Satan's devices. All this is going on in this time period where they're looking up, right? They're threatening them. All these evils, they have either resisted, and this is this final test where they're now resisting, right? All das geht hier in dieser Zeit dann vor sich, wo sie hier aufblicken und sie haben jetzt überwunden und manifestieren das jetzt. One effort more, and then Satan's last device is employed. He hears the unceasing cry for Christ to come. So when the investigative judgment begins, when they make that death decree, God's people look up and begin to cry for Christ to come, because it's the sign, right? Also letztendlich, wenn das Todesdekret hier kommt und das Untersuchungsgericht an den Lebenden anfängt, dann schauen sie auf, denn sie wissen, das ist das Zeichen, aufzuschauen. Right? They begin to cry, and Satan sees that, right? Und sie fangen an zu rufen und Satan sieht das. Last paragraph. Letzter Absatz. One effort more, and then Satan's last device is employed. He hears the unceasing cry for Christ to come, for Christ to deliver them. This last strategy is to personate Christ and make them think their prayers are answered. But this answers to the last closing work, the abomination of desolation standing in the holy place. Because if you receive this deception, what do you receive? Aber wenn du diese Täuschung hier erhältst, was erhältst du dann? What does 2 Thessalonians tell us that you receive? Sagt 2. Thessaloniker 2, es ist die starke Täuschung. Strong delusion, because you receive not a love of the truth, right? Starke Täuschung, denn du hast die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. So if you have one false concept in your mind right there, what's going to happen? Deswegen, wenn du ein falsches Konzept hier in deinem Verstand noch übrig hast, was passiert dann mit dir? He's going to manifest himself as Christ, and you're going to go, yeah, I was right. Okay, there's my evidence, I was right. Satan wird sich vor dir als Christus manifestieren durch verschiedene Werkzeuge und du wirst dann sagen, ich hab's doch gewusst, ich war richtig, hier ist doch der lebendige Beweis dafür. Because he knows the false concept that you hold on to, and he's going to manifest himself as Christ right before you and confirm you in your foolishness that you've held on to. Und er weiß nämlich ganz genau, welches falsche Konzept du noch in deinem Verstand hast und er wird sich dann vor dir als Christus manifestieren und dich genau in diesem falschen Konzept bestätigen. And you're going to accept him as Christ, right? And you're going to lose your soul. Und du wirst ihn als Christus akzeptieren und deine Seele verlieren. Right? Richtig? It's a real test, Es ist ein wahrer Test and it's right before us. und es ist direkt vor uns. Okay, so brothers and sisters, we can't be fooling around right here. We have the greatest opportunities that have been offered to us. Liebe Geschwister, wir können jetzt hier nicht rumspielen, sondern uns sind die größten Möglichkeiten gegeben, die uns jemals angeboten werden können. We need to look away from our difficulties and look away from self, Wir müssen wegschauen von unseren Problemen, wegschauen von unserem eigenen Ich. right? And learn now to plead with Christ in this time period, and it'll make us stronger for when we come to this time period. Und wir müssen jetzt hier lernen, mit Christus zu ringen und zu fliehen und das macht uns stark, damit wir dann in dieser Zeit das ebenso tun können und überwinden können. Because you can see right here, you have the abomination of desolation is just repeated right here, which is these two things, Und wir right? können hier sehen, der Gräuel der Verwüstung, der hier markiert ist, es wird sich hier wiederholen, was letztendlich hier ist. Right. Diese Parallele. The Lord is pointing us down to this final test, which is prefiguring with 144,000, are going to prove to the whole universe that the plan of salvation is perfect, right? Hier weist uns hinab hier zu diesem finalen Test, was die 7 letzten Plagen vorausschattet, wo dann der Herr demonstrieren wird, dass der Plan der Erlösung vollkommen ist. Okay, so your salvation is in your own hands, right? Deine Errettung liegt in deinen eigenen Händen. Amen. Amen. Okay, let's close. Lass uns beten.
Dear Heavenly Father, Lieber himmlischer Vater, thank you for this new day that you gave us. wir danken dir, Herr, für diesen neuen Tag, den du uns gegeben hast. And I thank you also for these warnings that you show us, Ich möchte dir auch danken für diese Warnungen, die du uns zeigst, that you give us enough time to prepare ourselves for the end of this world. dass du uns ausreichend Zeit gibst, uns vorzubereiten für das Ende der Welt. And I pray that you help us, that you be with us and that you guard our minds. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass du mit uns sein mögest und dass du unseren Verstand beschützt. And I pray that you also bless this day and all the things that we're going to do. Ich möchte auch bitten, dass du uns diesen Tag heute segnen mögest und auch die Dinge, die wir tun. Please forgive us our mistakes in the name of Jesus. Bitte verzeih uns unsere Fehler in Jesu Namen. Amen. Amen.